Ja, hallo zusammen. Es geht nun langsam los. Ich habe ausgecheckt, alles ist gemacht, was mit dem Hotel gemacht werden muss. Ich habe jetzt hier noch etwa zweieinhalb Stunden jetzt doch noch fast gewartet. Nee, eher zwei Stunden gewartet. Ja, wir haben jetzt 2:30. Ab 3 Uhr darf ich einchecken. Jetzt mal schauen. Ich gehe jetzt also raus und such mal ein Taxi, dann seht ihr hoffentlich heute das Einchecken. Ich hoffe, alles klappt ohne Probleme. Und heute Abend haben wir noch einen Ausflug. Von dem her, also alles richtig stressig. Ich merke, ich bin langsam schon etwas müde, habe gerade eine Krise. Ich bin noch nicht im Schlafrhythmus drin, den ich haben müsste. Von dem her, mal schauen, wie viele Fotos und Filme ich heute Nacht mache. Auch ist es ein bisschen speziell, weil halt alles bei Nacht ist. Also mal schauen, was ich alles für euch kriege. Von dem her, viel Spaß und genießt es. took a part of my soul.
for granted. I never meant to hurt you, but you just ran out of chances. I guess I gotta walk away, even when I wanna stay, because you just don't love me the same. I'm still sorry, babe, that I couldn't get through to you. We had something real, but I can't change. What do you feel? I'm still sorry, babe, I'm still sorry. I didn't ask you for much, I just wanted affection. Hey, all your words don't line up. You should have backed them with action. I'm still sorry, babe, that I couldn't get through to you. We had something real, but I can't change. What do you feel? I'm still sorry, babe, that you forgot what I meant to you, and forgot in the end how to follow through. I'm still sorry, babe, I'm still sorry. I wish I didn't love you. I don't wanna love you. I wish I didn't love you. I don't wanna love you. I wish I didn't love you. I'm still sorry, babe, that I couldn't get through to you. We had something real, but I can't change. What do you feel? I'm still sorry, babe, that you forgot what I meant to you, and forgot in the end how to follow through. I'm still sorry, babe, I'm still sorry. Why'd you have to take me for granted? I never meant to hurt you, but you just ran out of chances. I guess I gotta walk away, even when I wanna stay, because you just don't love me the same. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Not every light is gonna guide you. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never ask the price. I hit the mall and ball with my dogs. Yeah, I swipe it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Have chicks that color the rainbow. Ja, hallo zusammen. So, das war's nun auch mit dem heutigen Tag. Mein Ausflug ist zu Ende. Der Tag neigt sich dem Ende. Ja, was kann ich sagen? Das Check-in ging ohne Probleme. Die Fahrt vom Hotel hierher war alles ohne Probleme. Ich kam überall durch. Es gab keine Beanstandungen oder sonst irgendwas. Ich kam an Bord, konnte gleich mein Zimmer beziehen. Die 2 Koffer, die ich unten aufgegeben habe, als ich angekommen bin, waren auch sehr, sehr schnell dort. Das ging also wirklich richtig top, richtig flott. Dann habe ich gleich um 4 noch die 2 weiteren Reisen dazu gebucht, die ich eigentlich von Anfang an geplant hatte. Dazumals gab es einfach noch nicht diesen Vario-Tarif, weil es noch zu weit weg war. In der Zwischenzeit war ich natürlich jetzt 2 Monate auf dem Schiff
konnte nichts Neues nachbuchen, darum habe ich das gleich hier jetzt gemacht. Kam mich etwas teurer als jetzt die ersten 2 Reisen. Interessanterweise sind aber alle Preise jetzt teurer. Also auch die zweite Reise, die ich schon gebucht hatte, hat die mir aus Versehen zuerst offeriert, bis wir dann geschnallt haben, nee, halt, diese Reise habe ich schon. Auch die wäre wieder massiv teurer gewesen, weil es gerade noch eine Weihnachts-Neujahr-Reise ist. Von dem her, ja. Aber alles okay, immer noch sehr, sehr günstig unterwegs, darf ich wirklich nicht klagen. Ja, Sport kann ich auch sagen, ist leider auch nicht so wie auf der Luna, aber schon die Blue war nicht mehr so. Man muss sich auch hier wieder registrieren für die Sportkurse. Ich darf mich hier aber von Anfang an für die ganze Woche registrieren. Nicht so wie bei der Blue, wo man sich nur für den nächsten Tag registrieren konnte. Und dafür gibt es hier eine Limite von 2 Kursen am Tag, damit alle eine Möglichkeit haben. Es sind schon sehr viele ausgebucht, bis ich dort oben war. Das heißt, ich habe jetzt nicht jeden Tag einen Sporttermin, also jeden Seetag. Also doch einen habe ich, aber nicht immer 2. Genau so war's. Kein Problem. Ich mache einfach das Beste raus. Von dem her alles gut. Ich kann bereits 2 Tage bevor die nächste Reise anfängt, aber schon die nächsten Kurse buchen. Und man kann es nur an Bord buchen. Das heißt, ab der nächsten Reise, die nächsten 3 Reisen sozusagen, darf ich alles machen, was ich will, halt immer 2 am Tag. Muss ich ein bisschen heraussuchen, was dann wo am besten ist. Ja, das war so die Schiffszeit. Dann kam ich raus und ich machte diese Nachtsafari. Ich kannte das 2019 schon. Ich habe das damals mit meiner Mutter gemacht. Ich glaube, es ist auch ein Teil meines allerersten Videos, das online ist, das von der Reise her ist. Das war so im März 2019. Ja, ich muss echt sagen, ich finde es immer noch was sehr, sehr Schönes, weil es zum einen wirklich immer noch sehr speziell ist. Ein Zoo in der Nacht zu besuchen ist echt cool. Einfach mal was anderes halt. Heute wurde es nicht ganz so erklärt, man hat es auch nicht ganz so gesehen, weil heute noch Vollmond war, es war alles massiv heller als sonst. Die Gehege werden mit speziellem Licht belichtet, ich glaube viel grünes Licht und so, was wir Menschen zwar wahrnehmen, was unsere Augen auch automatisch korrigieren. Ich weiß noch, 2019 hatte ich richtig Probleme mit meiner Kompaktkamera, weil alle Bilder richtig krass grün waren. Das hat man von Auge gar nicht gesehen, aber wenn die Kamera fotografiert hat, war einfach alles grün. Jetzt mit dem Handy, das ist halt auch schon alles ein bisschen moderner, das korrigiert von alleine die Farben heraus. Ja, merkt man das glaube ich gar nicht so. Es ist halt alles bei Nacht, das darf man nicht vergessen. Also die Qualität leidet halt einfach darunter. Ein Smartphone kann schöne Nachtsachen machen, aber dann am besten, wenn sich nichts bewegt. Wenn du halt in einem Wagen sitzt, der sich bewegt, oder wenn du Tiere filmst oder fotografierst, die sich bewegen, das wird einfach nie toll, aber das wird auch mit einer normalen Kamera nicht toll. Also das brauchst du schon sehr, sehr spezielles Equipment meiner Meinung nach. Von dem her alles gut, also es tut mir leid, dass es nicht bessere Qualität gab als das, was ihr jetzt gesehen habt, aber ich glaube, es ist okay. Generell muss ich sagen, machen sie echt vieles richtig hier. Viele Gehege sind offene Gehege, also nicht Gehege halt mit Käfigen rundherum, sondern halt einfach, also nicht rundherum so, wie man es halt zum Teil von anderen Zoos kennt, sondern es sind freilaufende Käfige. Diese Bähnchen, ach mein Gott, mein Hochdeutsch ist überschlissen, diese Lokomotive mit diesen Waggons, wo wir durchgefahren sind, ist alles elektrisch. Sie machen selber keine Geräusche, das war das eine, was richtig cool ist. Oft, fast in allen Gehegen, wird das Licht von den Waggons abgeschaltet, also dass man uns auch nicht sieht oder nicht groß sieht. Und man fährt wirklich langsam hindurch. Also zwischen den Gehegen fährt man ein gutes Tempo, also jetzt nicht schnell oder so, aber ein gutes Tempo. Aber sobald du da in einem Gehege bist oder bei einem Gehege, gehen sie echt richtig auf die Bremse und fahren ganz langsam hindurch. Gerade das, was mich in Guatemala so gestört hat, dass man mit extrem lauten, stinkenden Bussen da hindurchgefahren ist und diese Herden von links nach rechts gedrängt hat, das hat mich innerlich zerstört. Und genau das hast du hier nicht. Du fährst auch durch ein Gehege hindurch,
Aber zum einen Geräuscharm. Ja, leider haben sie Boxen montiert, wo auf Englisch alles gesagt und erklärt wird. Man könnte es mit Kopfhörer haben, ich weiß nicht, warum sie keine verteilen. Das heißt, es läuft alles über diese Boxen. Aber es ist für mich nochmal ein anderer Ton, ob du einfach Boxen hörst, jetzt die nicht ganz so krass laut sind, oder wenn du halt wirklich einfach nur diese Lastwagen hast, also diese Busse, richtig alte Busse, die einfach hindurchfahren, wo du eigentlich nichts mehr hörst, wenn du daneben stehst, also echt krass. Man fährt wirklich so langsam hindurch, dass eigentlich gefühlt kein einziges Tier irgendwo weggerannt ist. Also es ist mir nicht aufgefallen, dass sich irgendwo ein Tier gestört hat, aufgeschaut hat und weggerannt ist oder irgendwie sowas. Also nicht ein einziges Tier. Einmal hatten irgendwelche Fremden hinter uns bei so Hund-Fuchs-Mischung, keine Ahnung, zu pfeifen begonnen und dann sind uns halt diese so wie hinterhergerannt, aber in seinem Gehege. Das war das einzige Mal, dass irgendein Tier auf uns reagiert hat und das nur wegen halt so dummen Idioten, die auch natürlich auch da drin sitzen, jetzt keine vom Schiff oder so, die das Gefühl haben, sie müssen halt die Tiere irgendwie locken. Aber sonst war es wirklich wunderschön. Man kann dann auch noch einen großen Teil wirklich zu Fuß hindurchgehen. Auch da kriegst du dann wirklich halt nochmal die Ruhe. Also es ist wirklich, ich finde es echt was ganz Schönes. Und du bist halt wirklich im Urwald. Also es ist nicht so angelegt oder so, sondern es ist wirklich noch ein Teil des Urwalds. Und also es ist wirklich richtig, richtig schön. Von dem her, ja. Mir hat das 2019 schon gefallen und ich muss immer noch sagen, es ist für mich eine der schönsten Zoos, die ich kenne. Zum einen von diesem Feeling her, es sind nicht gefühlt nicht so viele Leute oder sie verteilen sich extrem gut. Das war 2019 schon so, das war jetzt heute wieder so. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es vollgestopft ist. Ich kann nicht über alle Gehege reden, weil ich nicht bei jedem Gehege sicher bin, wie groß es ist. Zum Teil wirken sie sehr groß, zum Teil ist man sich nicht sicher, ist das eigentlich so groß oder wirkt das nur so jetzt bei Nacht natürlich noch ein bisschen größer, als es wirklich ist und so. Das weiß ich nicht. Aber rein von meinem Gefühl her muss ich sagen, ich finde es hier wirklich jedes Mal wieder schön. Also ich war jetzt das 2. Mal da und ich habe es wieder genossen, muss ich echt sagen. Also wirklich was Schönes und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Danke jedenfalls, dass ihr zugeschaut habt. Sorry für diese lange Erklärung jetzt am Schluss. Aber es war mir doch noch wichtig, für mich den Unterschied zu definieren zwischen Guatemala und heute Singapur. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Schlaft gut oder was auch immer ihr gerade macht. Genießt es und danke fürs Zuschauen. Bye bye.